und denkst dir, welcher Wahnsinnige auf der Welt kauft diese Uhren? Ihr könnt so sein wie Ronaldo. What the fuck? So, wir gehen jetzt nochmal rein. Was war deine erste Uhr Submariner No Date? Old watches. I mean, they're pretty wild. Every collection usually has a backbone of some Rolexes. For example, if you saw the review I did of my own collection, most of it is Rolex. But Ronaldo likes his Rolexes. Cartier-Tank And immer he starts Automatik. off with the Yachtmaster 2 yellow gold. He has a Sky Dweller rose gold silver dial. Ich habe die Uhr auch, ne, mit einem Schokoblatt angekauft gerade. Ich hasse nicht, dass ich sie hasse, aber es ist überhaupt nicht meine Uhr. Ich mag sie überhaupt nicht. Love that dial. He's got Daytona stainless steel black. Nee, ich mache gerade, also hier fragt gerade jemand was, ob es Neuigkeiten für meinen Laden gibt. Nee, Mann, ich mache erstmal online. Das ist viel flexibler. Ich könnte jetzt nicht, zum Beispiel, wir drehen ein Video in Rostock jetzt, ich muss nach Stuttgart und sonst könnte ich das gar nicht machen, weißt du? Dial. I'm sure he probably has the white as well. He also has a Daytona yellow gold MOP dial. Boah, ist der Junge da, ne? Wahnsinn. Now, before I mention these other two, I want to say that Cristiano likes the bling. He really likes really flashy, over-the-top watches. Ja, ja. Which justifies the fact Wow, guckt euch mal den Ring an, ey. Fancy Yellow oder was? Fancy Yellow Diamond. that he has a GMT full ice. I'm not talking about the Saru, which he has as well. I'm talking about the white gold that has the baguettes down the middle and the ice everywhere. Übrigens, hier, seht ihr den Part hier? Seht ihr diesen Part hier? Guckt ganz genau hin. Das ist das Original, okay? So sieht das Original aus. Jetzt nur mal so, ne? Das ist das Original. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gets on the bezel, so on and so forth. This is a Hier sieht man es übrigens auch nochmal ganz gut, ne? $500 factory ice GMT. Cristiano also has all of his watches with diamonds, they're all factory. He does not like anything aftermarket, at least I haven't seen anything aftermarket. So on to the next brand. Oh, Hublot. You know, he's got a couple different ones there. He's got a Munich Wristbuster hatten gesagt, echt, glaube ich. Nein, Hi Gamer. Die haben ihn repostet, aber, jetzt haltet euch fest, Prinz Markus hatte da nur AP und andere Modelle. Diese Uhr war nicht dabei. Classic Fusion 45mm chrono. Wahnsinn, Alter, dass er noch mit so einer Uhr rumläuft. Hoppala. Do some yard work. I don't really know what to say. But has a couple of big bangs in steel and rose gold. But I would say the main ballsy piece he has from this brand is the MP09 Tourbillon Bi-Axis Diamonds. Alter, was? Wenn du dich fragst, weißt du, du siehst Uhren im Katalog und denkst dir, welcher Wahnsinnige auf der Welt kauft diese Uhren? Hier, Leute. Er hier. Crazy. I mean, it looks like a transformer on the wrist. It's a lot of watch. It looks crazy. It's a $1.2 million watch, you know. He really goes in with these factory Alter Schwede. edition iced out watches, and you'll see why. So next we got Frank Mueller. I would say that Cristiano wears so many Frank Muellers Ja, that hat er I viele von. almost would think he has an endorsement deal with them. I mean, this guy really pushes the brand. With the Vanguard, he's got several of them. Some regular basic ones and full pave Ich glaube auch, der hat einen Deal mit denen. Ich glaube, ja. diamond ones. Nee, der bekommt, ich glaube, der bekommt. He's got a one-off. Ey, übrigens, wir haben eben über Frank Müller gesprochen und die Iced Out. Ihr könnt so sein wie Ronaldo. Für 10.900 Euro. Nur so, just saying. Full diamond trade tourbillon. This is worth 1.5 million euros. It just looks crazy. It's full baguette in true Ronaldo fashion, where I'm telling you, this guy really has a thing for over-the-top iced out watches. Hey Marc, kannst du die Schmuckmarke für Damen empfehlen? Zum Beispiel Tiffany und Co. Alternativ. Guck mal, wenn du Silberschmuck oder... Also ich sag mal, wenn du Silberschmuck kaufst, ja. Wenn du teure Sachen kaufst, wie Diamanten und diese ganzen Sachen, würde ich es nicht empfehlen. And this is a one-of-one. And it's not the only one-of-one he has in his collection.
Krasse Uhr. The next watch is one of the watches that I feel caught my eye the second I saw it, and at first I actually thought it was a Jacob. These bloggers on Instagram have called it saying that it's a Jacob, but it's actually a Frank Mueller. It's a Frank Mueller. It's a diamond and ruby Imperial Tourbillon. This watch is worth 2 million euros, and again, this guy really likes his ice. Very, very flashy and over the top. I mean, it's a crazy piece. It's one of those pieces that you would say it's for like princes and stuff like that of the world. But, you know, Ronaldo has amassed a giant wealth with his career, and he can gift himself any of these watches that he likes. For Frank Mueller, I'm sure he has more because I've seen more, but I'm gonna keep it to the hardcore ones, and those are more the popular models that I wanted to point out. Bulgari. He has a Bulgari Octo Tourbillon full diamond. Now, believe it or not, I kind of like this watch. You know, it's the coole Uhr, sehr coole Uhr. One on the leather strap. It's a little bit different than the one that one of the Jonas brothers wore on the regular. Happy Birthday an Victoria von Schwarzmacher. Dankeschön, sagt die Victoria. Dankeschön, sagt die Victoria. Carpet with the full diamond bracelet as well. His is on a leather. I kind of like that watch, but something like that will set you back $700,000. Next up, Jacob & Co. He does a lot of collaborations with Jacob, and he's got one of those SF24 Epic. I kind of like those watches, and I did a review on one a while back. Okay. It's a good-looking watch, and it's one of the ones that I like most that he wears. That watch will set you back $100,000. Another thing about Jacob and Cristiano is that he really pushes those 5 time zone pieces. He likes his watches to be super bold. Stimmt, trägt diese 5 Time Zone Uhren. Diese von Jacob. Large and just. Kannst du noch auf die Donation von Max antworten? Hallo Max, ich habe mir vor kurzem eine neue JHS 41 mit Wirbel geholt. Bin sehr zufrieden. Was hältst du von der Uhr Gutes Investment? Ja, wenn du die für Liste bekommen hast, safe. Ne? Ist eine sehr gute Uhr, die auf jeden Fall noch Potenzial hat. Optisch wunderschön, ne? Mit Edelmetall auch. Alles gut. Wenn du die Stahlhünette hast, auch gute Uhr, hast du nichts falsch gemacht. Just out there. I'm talking about like really in your face. He wears all different variations of the 5 time zones Jacob & Co's. To finish up that topic of the 5 time zones Jacob & Co, he has a Grand Baguette. That watch will set you back 1 million euros. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oddly enough, Cristiano has a Tag Heuer Micro Tourbillon S. Something a little bit out of the ordinary, but yes. Aber guckt euch mal an, der Typ hat Kohle, so, der kann einfach das tragen, worauf er Bock hat. Ist doch egal. Has one, and he's been photographed many times wearing Wahnsinn, ne? Dass er so eine Tag Heuer dann anzieht. Echt krass, ne? Hätte ich ja gar keinen. Ja, ich meine, Tag Heuer auch eine sehr gute Marke, ne? Falls ihr ein Placement machen wollt, hier bin ich. I would say the watch that I least like out of all the watches that I've seen him wearing is a Delacour 2 time zone Bio Chrono. I mean that. What the fuck? What the fuck? The name can't be any longer because it's not possible. That's the type of watch that I think really does not appeal to me in any way, shape, or form. We're not talking about hot horology, we're not talking about style or anything. I think it's. Hey Marc, wenn du ein bisschen Rabatt auf Uhr gibst, würde ich es kaufen. Hey, oh Gronson, was meinst du, was passieren wird, wenn ich einmal Rabatt geben würde? Kannst du dir das vorstellen? Hör mal, die Leute würden ausrasten. Jeder will Rabatt dann. Nee, kann ich leider nicht machen. Oud ist gutes Parfum. Und ich glaube, ich bin auch sehr günstig im Verhältnis zu anderen Online-Shops. Machst keinen Fehler mit. It's bulky, big, and just awkward. Now, Cristiano has a heavy-hitting Breguet. It's a 52mm. Jetzt erstmal zu Forbes, dann kommen die Placements schon. Ja, stimmt. Wir kriegen übrigens Verstärkung hier im Team. Kurze Ansage, und zwar, wir haben jetzt heute die Gespräche abgeschlossen, und zwar, also Victoria ist ja schon sowieso an meiner Seite, und das Team ab nächsten Monat wird unterstützt durch. Die wird sich halt viel um diese Social Media Sachen kümmern. Und zwar meine Schwester, Nika Gebauer, wird zeitnah, also ab nächsten Monat, uns unterstützen und mithelfen und ja, ihr Bestes tun, damit wir die Marke und alles Mögliche nach vorne bringen. Von daher seht ihr die mit Sicherheit auch mal im Livestream. Ja, genau, wir können ja mal eine Fragerunde machen mit ihr an ihrem ersten Arbeitstag, oder? Das wäre doch lustig. Double Tourbillon Platinum with diamonds.
$800,000 this watch will cost. Boah, habe ich auch übrigens eine Anfrage. Jemand wollte die verkaufen, die Uhr. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch gar nicht in E-Mails geguckt. Interesting to look at. One thing I wonder is why Breguet, being such a traditional watchmaker, why would they make a watch so big? But for some reason, Ronaldo just flocks to these huge size watches, and it's just his style. Last but not least is going to be the Girard-Perregaux Planetary Tri-Axial. Wow! This is a one of... Alter, zieht euch mal bitte rein, wie das an seinem Handgelenk da unten wie das da rumbaumelt. Ja, was ist das für eine Riesenuhr? $2 million watch. I mean, it's just crazy. He can definitely afford to spend that much on a Girard. But again, he likes really weird, large, limited watches. All right, so before Nein, also Victoria, alles gut. I give him a watch game score, I want to go ahead and say that Cristiano, no doubt, has a lot more watches tucked away. For whatever reason, I had a little bit of a challenge finding more pictures this time around. It's like one of those things when you've seen it 100 times, but then you go look for it, you can't find it. It's one of those deals. So that being said, unfortunately, I'm gonna have to score Cristiano a 10 in the watch game. Nein. Hä? Michael Jordan ist viel krasser, Alter. Say unfortunately is because honestly, it's not my favorite collection. It's not the collection that I like. Hä? Von wann? Von wie viel bis wie viel geht denn die Punktzahl? Like, for example, Kevin Hart's collection is something that I really like. This is just out of sheer brute and crazy one-off pieces. I mean, boah, würdest du ihm eine 10 geben? Ja, okay, ich meine, so gesehen, in der Öffentlichkeit ist es wahrscheinlich schon eine 10. Es gibt jetzt nichts Vergleichbares. Der ist schon okay. Eine 9 zu geben wäre unverhältnismäßig, weil er schon krass am Limit fährt, so, ne? In seinem Style. Kind of up there big time. You know, I would say he has more exotic and rare pieces than Mayweather. Er hat mehr exotic pieces, like Mayweather. Ja, also gerade jetzt diese Frank Mueller-Geschichte und Tag Heuer und so, ja, stimmt schon, ja. Although Mayweather has a lot more exotic pieces that maybe I like. So I'm gonna go ahead and give him a 10 just because he's pretty much bulldozed his way into the game. Cristiano Ronaldo is the first billionaire footballer. He also has the most followers out of anybody, period, in Instagram. And there's no doubt that his love for watches has not finished and it's pretty much mostly dem soll ich mal ein Video zu einer Uhr verkaufen, ne? Just started. So comment below what you think about Cristiano's watch collection and the score that I gave him in the watch game. So as many of you already know, I just recently started my own business. So if you're interested in buying or selling a watch, contact me only via the link below or my Instagram, watch.eric. And if you enjoyed this video, give me a like and share it. Also, subscribe to my channel. Sehr gutes Video vom Eric.